Ganz, ganz herzlich willkommen bei Male Jungle, dem Kanal für erwachende Männer. Heute habe ich einen Gast, der nicht nur einfach ein Gast ist, sondern auch ein ganz lieber Freund von mir. Der wunderbare Tiroler, er ist Wortpoet, nicht nur in der Sprache, sondern auch in der Schrift. Ich kenne keinen Menschen da draußen, der so schön spricht und schreibt. Also es lohnt sich, seine Bücher anzulesen. Ich begrüße dich ganz herzlich, lieber Karl Gamper. Hallo. Hi, lieber Leander, ich freue mich so sehr, nach all der Zeit wieder mit dir in einer guten Verbindung zu sein, von Herz zu Herz, von Mann zu Mann und vielen Dank für die Einladung. Ich bin gespannt, was heute auf mich zukommt, du wunderbarer Du. Ja, lieber Karl, dieses Format hier, da geht es um erwachende Männer und Male Jungle steht für die Vielfaltigkeit und die Tiefe der Männer. Und ich will in diesem Format nicht nur oberflächliches Gequatsche haben, sondern ich möchte in diesem Format wirklich in die Tiefe gehen. Und deswegen werden wir auch persönlich, immer ganz persönlich. Karl, erstmal die Frage vorneweg, was ist denn für dich ein erwachter Mann? Ja, das ist eine überraschende und gleichzeitig eine gute Frage. Und das bringt mich so in Kontakt mit dem Spontanen, mit dem Unvorbereiteten. Für mich ist ein erwachter Mann jemand, der eine innere Realität darüber hat, wie enorm wichtig es ist, zu erwachen. Und erwachen bedeutet, angedockt zu sein an den großen göttlichen Strom, angedockt zu sein an die große göttliche Quelle, an das Tao und sich permanent, möglichst permanent in dem aufzuhalten. Und bei mir ist es so, dass jeder Tag mit dem beginnt und jeder Tag auch mit dem endet, dass ich mich hinstelle und eine alte Sufi-Übung mache, die die Energie in den Körper lenkt, also diesen göttlichen Strom in meinen Körper lenkt. Und am Abend tue ich das noch einmal, um das so in die Nacht mitzunehmen. Und das mache ich seit vielen Jahren und das ist ein für mich wunderschönes Ritual der Erinnerung, weil obwohl ich das so oft mache, passiert es leider trotzdem untertags immer wieder, dass ich da herausfalle, immer wieder. So, ich bin so auch sehr verblüfft davon. Und trotzdem ist es so, dass ich mich dann einfach wieder vergesse und in gewissem Sinne so in einer Einzelanstrengung mich verliere, als wäre es mir möglich, diese ewige Heimat einer göttlichen Strömung zu verlassen. Doch es fällt dann so aus meiner aktuellen Bewusstseinsstruktur heraus und ich kann mich immer schneller, so mit einem Fingerschnippen, wenn du so willst, daran erinnern. Und das bedeutet für mich, ein erwachter Mann zu sein. Das bedeutet für mich, wirklich auch ein erwachter Mensch zu sein, also jenseits der Geschlechtlichkeit des Mannes. Hm, du hast was ganz Schönes gesagt, Karl. Du hast gesagt, dass ich mich vergesse. Und das ist, glaube ich, was Essentielles, dass wir uns immer wieder vergessen. Und dieses Wachhalten ist auch ein nicht ganz trivialer Zustand im Sinne von, dass da draußen immer wieder Strömungen sind, die uns aktiv versuchen einzuschläfern. Ähm, ich fühle gerade, dass es so ein bisschen so ist wie, du bist extrem müde. Stell dir vor, du bist extrem müde und du musst aber wach bleiben. Und das ist aber so bequem, da kommt das Kissen ran und dann kommt also in Form des Egos oder anderer äußerlichen Dinge und die zwingen dich immer wieder dazu oder die zwingen dich nicht, die machen es dir leicht, wieder einzuschlafen. Und was du noch gesagt hast, was ich sehr spannend finde, ist, wir haben da gerade hier bei uns eine richtige Woche der Challenge, ist beim Aufwachen und beim Einschlafen sich besonders seiner bewusst zu sein, ist noch relevanter als im Laufe des Alltagsbewusstsein. Ich habe die letzten Wochen, ich gebe es dir ganz ehrlich zu, Karl, ich habe einen ganz großen Fehler gemacht. Fast jeden Tag. Und zwar habe ich abends nochmal X geschaut, also Twitter.
ja, bevor ich ins Bett bin. Und du weißt, Mord und Totschlag und Krieg und nur schlimme Dinge. Und das nimmt man so ein bisschen mit in den Schlaf. Ich kann allen Männern da draußen sagen, wenn du schon diese Medien konsumierst, diese negativen Sachen, dann tu es nicht 2 Stunden vorm Schlaf. Magst du deine Übung kurz erklären oder erzählen? Was tust du direkt vorm Schlafen? Ja, mir ist es enorm wichtig, diesbezüglich eine innere Hygiene einzuhalten. Also ich Genau. habe eine große Realität darüber, wie wichtig es ist, dass ich mir vor dem Schlafengehen das nicht einziehe. So, ich liebe es vor dem Schlafengehen, das ist so das, was ich am allerliebsten tue. Da höre ich das Buch der Geheimnisse wunderbar erzählt, wunderbar gesprochen, und dieses Buch der Geheimnisse, da spricht Osho über die 112 Meditationen von Shiva. Das ist eine Belehrung von Shiva an Devi, an seine Geliebte, an seine Süße. Und das ist ein Meisterwerk von Osho. Es umfasst ungefähr 1400 Seiten. Und ich liebe es, also mit diesem wunderbaren Gedanken, mit dieser einzigartigen Interpretation dieses Meisters Osho einzuschlafen. Also das ist das, was ich am allerliebsten tue. Und am wenigsten tue ich, dass ich mir einen Thriller oder sowas anschaue. Das ist für mich so ein wirkliches No-Go. Meine Frau sagt immer, meine wunderbare Joanna sagt immer, ich sei diesbezüglich wie so ein Kindle, und das tut sie mir nicht an. Also sie ist da nicht so, mit ihr macht es weniger aus, doch ich beginne dann halb zu träumen und mich verfolgt das auch in den Schlaf hinein. Auch deshalb, weil ich da diesbezüglich seit Jahren, im Grunde seit Jahrzehnten eine Hygiene pflege. Und ich achte darauf, dass wir keinen Fernseher haben. Wir haben seit, ich kann nicht sagen wie lange, bestimmt 20 Jahre lang schon keinen Fernseher. Wir haben auch keinen Radioapparat, und trotzdem bin ich unterrichtet über die großen Ströme, die es in der Politik gibt. Ich frage mich oft, wie ich das so mitbekomme, aber das ist so atmosphärisch, dass ich so die großen Bewegungen mitbekomme und auch das, was da ist. Und ich habe einfach so eine große Realität darüber, dass es in den Mainstream-Orgeln heißt, Only bad news are good news. Und von dem her bemühe ich mich, das nicht auszublenden, auf der anderen Seite auch nicht weltfremd zu sein. Also so, ich bin gut informiert, was gerade los ist, und ich bin gut informiert auch über die politische Situation, doch auch immer bedacht mit einem großen Abstand und vor allem nicht zu viel. Ja. Letztendlich ist, wenn man es genau nimmt, wahrscheinlich 90% der Medien, der filmischen Medien sind Mord und Totschlag, Intrigen, Action, also all das, was sowieso da draußen im Feld ist und was uns aber nicht gut tut, was nicht das innere Erwachen befördert, sondern eher ein nach außen gehen da ist. Karl, in einer Beziehung, du hast eine lange Beziehung mit deiner Liebsten, die ich auch sehr schätze. Was war die härteste Situation, die du mit ihr hattest? Wo war es wirklich spitz auf Knopf? Wo war es wirklich so, dass ihr richtig, vor allem du als Mann gefordert warst? Und was hast du falsch gemacht, wenn ich das mal so sagen darf? Und was war dann die Lerngeschichte davon? Ja, mir fällt da spontan eine Situation ein. Wir haben ein großes Projekt, wo ich jetzt bin, wo ich jetzt lebe, mitten im Herzen Tirol, im Seendorf Gramsach, im schönen Tiroler Land, dem Herz der Alpen. Wir haben da ein großes Projekt von der Republik Österreich angemietet, und ein Hektar Grund, ein uraltes Schlösschen, so 500 Jahre alt, und einen Bauernhof. Und wir haben das angemietet, äh, und dadurch, dass es der Republik Österreich gehört, haben die nur ein ganz bestimmtes Budget für die Sanierung dieses Projektes zur Verfügung gehabt. Und sie haben gesagt, so, also dieses Budget, das stellen sie zur Verfügung. Und ich habe dann gesehen, äh, dieses Budget, das langt bei weitem nicht für das, wo ich gesagt habe, das wäre jetzt so etwas, wo wir gerne wohnen würden. Um es ein bisschen deutlich zu machen, es war damals die Zeit, wo umgestellt wurde im Jahr 2000 von einer zweikabeligen oder von einer zweipoligen Elektrik auf eine dreipolige, die da durchgezogen haben werden müssen. Und kannst dir vorstellen, in zwei Häusern das zu machen, und beide waren so in der Beliebigkeit
dessen, dass da kein wirklicher Besitzer da ist und auch kein Eigentümer, sagen wir mal so, weder ein Inhaber noch ein Besitzer noch ein Eigentümer. Das heißt, das Ganze war lange Zeit leer gestanden und entsprechend hat es auch ausgesehen. Ne? In den Räumen haben Marder gehaust und die Fensterscheiben waren kaputt und so weiter und so weiter. Und die haben ein bestimmtes Budget gehabt und haben dann mit mir so verhandelt und haben gesagt, also im Grunde genommen ist es nicht verhandelbar. Wenn Sie es nehmen wollen, gerne, und diese Summe stellen wir Ihnen zur Verfügung, zur Renovierung, und alles, was Sie drüber machen wollen, das ist Ihre private Investition. Und dann habe ich halt gesehen, das hätte bedeutet, dass wir so giftige Dispersionsfarben an die Wand streichen hätten müssen, dass wir auf den wunderschönen Parkettboden, den es galt freizulegen, einfach das billigste vom billigen Linoleum hin hätten tun müssen. Mir ist es wichtig, ich will da niemanden ans Bein pinkeln. Das war einfach so, dass ich gesagt habe, okay, das mache ich nicht. Also so wollen wir nicht leben. Da brauche ich nicht mir sowas antun, wenn ich dann so in einer durch und durch verarmten Umgebung erst wieder bin. In einer wunderschönen äußerlichen Umgebung mit dem Park und den Denkmal. Karl, um wie viel Geld geht's? Wir? Um wie viel Geld ging's? Was musstest du verdoppeln oder verdreifachen Ja, und ja. wo war das Geld und warum hattest du Stress mit deiner Frau? Ja, ja, das war ein wilder Akt, weil habe begriffen, äh, das mache ich nie und nimmer. Das war das Ausschlaggebende. Ich habe begriffen, ich tue das nie und nimmer, wenn ich sozusagen den Kredit aufnehmen muss. Und um die Summe, um die es gegangen ist, die ist eine stolze Summe, nämlich 500.000 Schillinge damals. Ne? 500.000 Schilling, das war im Jahr 2000. Und das ist schon, also eine halbe Million, das ist schon in ein Mietprojekt zu investieren. Also da muss man nicht kein Betriebswirt sein, um zu verstehen, das rechnet sich nie. Ne? Und ich habe gewusst, das mache ich nie, das tue ich nie, es sei denn, ich bringe mich in eine solche Situation, wie Cäsar seine Legionen in eine Situation gebracht hat. Er hat sie gegen eine Wand, gegen eine Felswand kämpfen lassen oder gegen das Meer kämpfen lassen. Das heißt, seine Legionen mussten unter allen Umständen gewinnen, denn sonst wären sie tot gewesen. Ne? Und so habe ich damals gesagt, okay, ich werde das nie tun, es sei denn, ich bringe mich selber in eine so desaströse Situation, dass ich einen Kredit unbedingt brauche. Unbedingt. Ne? Und so habe ich dann damals, Leander, diesen Mietvertrag unterschrieben. Habe also unterschrieben. Also du hast es getan, um dich selber herauszufordern. Könnte man das so Ja, sagen? unbedingt. Ich habe das getan, Ja. um mir selber den Rückzug einfach abzuschneiden. Gleich wie Wow. der Cäsar mit seinen Legionen. Das heißt, ich habe gesagt, ich unterschreibe das. Ich habe es unterschrieben, das wurde natürlich beglaubigt und somit war ich natürlich auch in der Haftung. Das ist ja immer so eine relative Sache. Ne? Letztendlich, Klar. wenn alle Stricke gerissen wären, wäre ich mit einem großen Schaden natürlich auch wieder herausgekommen. Und dann begann so eine Odyssee, die möchte ich ein bisschen abkürzen, damit es nicht so lange wird. Das heißt, ich habe bei meiner Hausbank angerufen und den Chef der Kreditabteilung gebeten um einen Termin. Ne? Und ich kann mich nur so gut erinnern, ich bin dann hingegangen, der heißt Gerd. Ich bin dann hingegangen und habe gesagt, Gerd, ich brauche einen Kredit für 500.000 Schilling, damit ich das Claudia-Schlösschen renovieren kann. Mietwohnung renovieren kann. Ja. Und dann stell dir vor, dann hat mein alter Schloss. Kumpel, der Kreditchef, na, der Gerd, zu mir gesagt, ja, sag mal, glaubst du denn, wir sind verrückt geworden, dass wir für die Bundesforste, für die Republik Österreich, die Kabel finanzieren, die wir nie und nimmer zurückbekommen, wenn irgendetwas mit dem Kredit faul wird. Ne? Das heißt, ich habe da nicht die geringste Deckung. Ja, Und nix. dann hat er mich so angeschaut, wie du mich jetzt anschaust, nur nicht so lächelnd. Hat er gesagt, ich glaube, du bist verrückt geworden. Ne? Ich weiß nicht so gut. Dann habe ich zu ihm gesagt, ja Gerd, wie redest denn du mit mir? Dann hat er gesagt, ich muss so mit dir reden, weil du bist verrückt geworden, dass du sowas unterschreibst. Das geht natürlich nicht. Die lange Rede, kurzer Sinn. Ich bin auch bei meiner Hausbank, wo ich jahrelang alle meine Geschäfte gemacht habe, rausgeflogen
Und jetzt kürzt es wirklich ganz radikal ab. Ja, bitte. Dann bin ich zu zig Banken gegangen, weißt du, so wie der Walt Disney, nur nicht bei so vielen, weil wir haben so viele Banken in Tirol nicht. Gell? Und das letzte war, dass ich dann bei einer Bank angerufen habe und dann haben die gesagt, Herr Gamper, wir wussten schon, dass Sie anrufen. Sie können, ja, wirklich, Sie können selbstverständlich kommen, aber wir sagen Ihnen gleich, das machen wir Komm nicht. mal Gell? ab. Ja, genau. Und es war ein spannendes Projekt, weil ich dann so begonnen habe, mich mit der Statik des Kredits auseinanderzusetzen, mit der Dynamik des Kredits auseinanderzusetzen. Ich habe völlig neu gedacht und bin dann unfassbar gut vorbereitet zu einer Bank gegangen. Das war die allerletzte, die es in Tirol gegeben hat. Zu der bin ich hingegangen und da hatte ich das große Glück, dass ich so einen wie soll ich sagen, Chef erwischt habe, der mir eine ganze Stunde lang zugehört hat und ich komme auf die Situation zu sprechen, die so desaströs dann geworden ist. Ne? Dann hat mir der tatsächlich wie so ein Pokerface eine ganze Stunde zugehört und ich war brillant vorbereitet, weißt du, so mit Tischfolien und allem drum und dran, habe ihm das alles auseinandergesetzt und dann war er fertig und dann habe ich ihm gesagt, ich habe sowas noch nie erlebt. Sie sind wie so ein Pokerface mir gegenüber, verziehen keinen Ton. Ich habe keine Ahnung, sagen Sie jetzt grandios oder sagen Sie, sind Sie verrückt worden? Was sagen Sie denn jetzt? Ne? Dann sage ich, gehen Sie hinaus zum Schalter, Sie können in der Sekunde über diese 500.000 Schilling verfügen. Dann habe ich gesagt, ja, was Das hat, ist Männlichkeit. ja, Das ist echte Männlichkeit, dann habe Kai. ich ihm gesagt, ja, was hat denn das jetzt ausgelöst bei Ihnen? Ne? Dann hat er gesagt, ja, ich bin jetzt 20 Jahre in dem Geschäft, ich bin jetzt auch der Chef dieser Kreditabteilung geworden und noch nie in all den Jahren ist jemand gekommen, war dermaßen brillant vorbereitet und dann hat er gesagt, und ich sage Ihnen was. Und dann hat er richtig gelacht. Ich sage Ihnen das was. Egal, ob das stimmt oder nicht stimmt, was Sie mir da an Berechnungen vorgelegt haben, wenn es jemand das dermaßen brillant macht, dann wird er das auch zusammenbringen. Toll, gell? Ja, Und, super. und danach kam, dann haben wir das alles gemacht was die Dramatik war, weil du mich gefragt hast, was das Allerschlimmste war in unserem Leben, Mhm. das war, dass, dass ich absolut, also gemeinsam mit meiner Liebsten, mit der Schwala, äh, total finanziell äh, in einen kaum erklärbaren und kaum erzählbaren, in ein kaum erzählbares Desaster gestürzt bin. Gell? Und das hat dazu geführt, und das ist Also du konntest, kurz abgehört, du konntest die Raten irgendwann nicht mehr zahlen. ich konnte nichts Ja? mehr bezahlen. Also, Ich war sowas von er hatte bankrott. recht, es hat nicht alles gestimmt, es hat nicht, aber du warst genial. Das heißt, dieses Geniale in dir hat er erkannt und hat gesagt, wow, dem Ja, muss ich das geben. das mache Ich ich. dürfte es ihm nicht geben, aber ich tu's. Ja, ja. Und wie fand deine Frau dann die Situation? Sagt sie, na, spinnst du denn, du? Nein, Was machst du denn meine da? Frau war natürlich hin und weg, dass es mir geglückt ist, diesen Kredit aufzutreiben. Ne? Was uns absolut überfordert hat, das war, äh, dieses für unsere Verhältnisse, ne? Dieses große Projekt zu stemmen und dieses große Projekt so in diese Schwingung zu heben, in der es heute ist und gleichzeitig Geld zu verdienen, die Renovierung zu machen. Und das hat mich dermaßen überfordert, äh, dass ich, dass ich etwas erlebt habe, was ich keinem Menschen gönne und was aber eine enorme Lernschritt für mich war und was direkt zur Beantwortung deiner Frage führt, ein bisschen enzyklopädisch, das gebe ich schon zu, sehr lange. Es hat dazu Ja. geführt, dass ich tatsächlich erleben durfte, wie es ist, vollständig, radikal, wirklich lernen, vollständig bankrott zu sein. Das heißt, alle meine Konten wurden gesperrt. Ich habe mir gedacht, ich lege mir ein bisschen Geld auf die Seite. Dieses Konto wurde gesperrt, also auch mein Guthaben wurde gesperrt. Mein Sparguthaben, was ich naiverweise auch auf der Bank hatte, wurde ebenfalls gesperrt. Und das bedeutet, ich hatte, wir haben alle meine Säcke und die Zwaler ihre Tasche und alles haben wir durchsucht und dann haben wir nichts mehr gefunden. Null, null, null. Und dann haben wir unsere wunderbare Tochter gefragt, ob sie denn noch ein bisschen
die war ja ein kleines Mädchen, ne? So 10 Jahre oder irgendwas. Haben wir gefragt, ob sie irgendwo noch ein Geld hat. Hat sie gesagt, ja, sie hat noch 10 Euro. Ne? Und dann habe ich sie gefragt, ob sie mir die 10 Euro leiht. Gell? Und dann hat sie gesagt, ja klar, leiht sie mir diese 10 Euro. Die hatte da keine Realität gehabt. Aber du kannst dir vorstellen, oder ich glaube, du kannst dir nicht vorstellen, was es bedeutet, wenn du über Tage 0 Euro hast. Null. Das bedeutet, Karl, das kann ich mir sehr gut so, vorstellen. Ich habe es auch schon mehrere echt? Mal erlebt. Ja, Also also ich war in null. derselben Null. Situation schon Echt öfters. null. Das heißt, ich konnte zuschauen, wie die Stromgesellschaft gesagt hat, wenn sie bis morgen nicht überwiesen haben, dann sperren wir ihnen den Strom ab, dann schauen sie aber erst her. Null Sprit im Tank, die Telefongesellschaft, wir drehen ihnen das Telefon weg. Und in diese Zeit, das waren mehrere Tage, haben wir uns natürlich auch gefragt, von was essen wir denn? Ne? Und dann meine Frau hat dann so die Äpfelbäume da von irgendwelche Äpfelstrudel und was der Himmel was gemacht. Es war halt so eine ganz dürftige Partie. Und in die Zeit hat mich einer meiner besten Kunden angerufen und hat gesagt, hey Karl, wir gehen um den Kailash herum und du bist ein orthodoxer Meditierer und noch dazu mein Unternehmensberater, mein ehemaliger, das war schon ausgelaufen, dieser Konstrukt. Fahr doch mit, flieg doch mit dann nach Tibet zum Kailash und geh mit uns um den Kailash. Und dann habe ich gesagt, du, zu den Menschen, ich habe gesagt, ich hab so wenig Geld, dass ich nicht einmal nach Innsbruck fahren kann, geschweige denn zum Kailash fahren. Dann hat er gesagt, ja, wie kann denn das möglich sein? Wie ist denn das, wie geht denn das? Ne? Dann habe ich gesagt, ja, ich bin einfach absolut und radikal bankrott. Dann hat er gesagt, War dir das peinlich, Karl? War dir das peinlich? na, überhaupt nicht, ich musste lachen, weil es war ja so witzig. Ne? Er hat zu mir gesagt, du Naja, fliegst. also sorry, wenn ich Ja, mit meinem, als Unternehmensberater, der dafür da ist, Unternehmen zu beraten, also meinen Kunden sagen muss, oh, hör mal zu. Also ich habe voll alles weg, nichts mehr weg, dann wäre mir das erstmal, also es würde eine gewisse Scham erstmal hochkommen. ja, das war Ja, bei das mir würde überhaupt schon nicht. gehen, aber Nein, es war bei mir weil, überhaupt nicht, weil es war einfach so eine witzige Situation. Ne? So diese also du hast Situation. es mit Humor genommen. Ja, ich musste mit dem einfach lachen. Das Abstruse war, dass er sich das nicht vorstellen hat können. Ne? Na, Mhm. er hat zu mir gesagt, ja, dann fahr halt hoch zu mir, ne? Fahr hoch zu mir und wir treffen uns in meinem Geschäft. Wir treffen uns in meinem Geschäft und ich gebe dir in der Sekunde 10.000 Schilling. Ne? 10.000. Weil ich sage, das gibt's nicht. Du kannst Ja, kein Geld haben, das gibt's ja nicht. Ne? Weil ja, der so in mir das Bild gehabt, der habe gut verdient. Und ich sage, dann fahr halt einfach hoch und wenn du nicht mit dem Auto fahren kannst, weil ich gesagt habe, das Auto ist gesperrt, und dann hat er gesagt, ja, dann fahrst du halt mit dem Zug oder nimmst ein Taxi oder was der Himmel was. Es ist einfach so, weißt du, so einfach völlig fremd. Und dann habe ich ich hatte nur diese 10 Euro und dann, das hat nicht gelangt, um meine Fahrkarte nach Innsbruck zu kaufen. Und dann bin ich, also das hat mir am meisten gestresst, weil dann bin ich schwarz sozusagen nach Innsbruck gefahren und bin so permanent dem Schaffner ausgewichen. Und das hat mich wirklich gestresst. Ne? Das hat mich wirklich gestresst, weil der Schaffner, der ist ja im tausend Tausendtausend durch den Zug saß, der Vogel, das war ja sein Job. Und ich musste dauernd in irgendwelchen Toiletten verschwinden und hin und her. Der kurze Sinn, der langen Rede, kurzer Sinn, der hat mir diese 10.000 Euro gegeben und dann hat er gesagt, du weißt was, Schilling. 10.000 Schilling, Entschuldigung, gegeben. Und dann hat er gesagt, weißt du was, 70 oder durch 7, oder? Was wie? war das damals? Durch 7 waren es D-Mark, oder? Ja, das kann man das war, nur- das war schon eine gute Partie. Also Ja, 10.000 Schilling, das war schon wirklich viel war viel Geld. mehr wert, deswegen, na Ja, klar. da Ja, da ja. habe ich schon wirklich so gewusst, bumm, mit den 10.000, da kann ich jetzt wirklich was anfangen. Ne? Und Mhm. dann das erzähle ich jetzt nur ganz kurz, weil es einfach so abstrus ist. Und dann sagte dieser Mensch, schau, da hast du diese 10.000 Schilling, ne? Und geh und kauf deiner Frau eine Prada-Tasche, die 1.000 Schilling kostet. Und zwar bei ihm im Geschäft. Ne? Er hat gesagt, Also der Mann hat das Manifestieren verstanden, ja, oder? und dann habe ich gesagt, das mache ich nie und nimmer, weil stell dir vor, ich komm zu meiner Frau, wo wir überhaupt nichts mehr haben und bringe ihr
von dem Eine Prada. geliehenen Geld eine Prada-Tasche, die sagt, bist denn du von allen Geistern verlassen? Das ist ja, das ist ja ein Wahnsinn, oder? Und dann hat er so insistiert bei mir, ne, dass wir beinahe in Streiten gekommen wären, weil ich gesagt, das mache ich unter gar keinen Umständen. Und er hat gesagt, tu das halt. Und ich habe gesagt, das mache ich nicht. Bei langen Rede, kurzer Sinn, hat mir den Zehner gegeben. Und da habe ich gelernt, wie es geht, sich so mit homöopathischen Strukturen und homöopathischen Vereinbarungen mich aus dem ganzen Geflecht wieder herauszuwinden. Ne? Weil ich habe rigoros begonnen, mit all meinen Gläubigern in eine solide Kommunikation zu gehen und, und das hat mich gerettet, weil die waren, insbesondere die Banken, da waren ja mehrere Banken dann beteiligt letztendlich, die haben gesagt, die Menschen, die so Katastrophe, in einer so Katastrophensituation sind, die lügen sie permanent an und das stimmt Mhm. nie. Ne? Und Mhm. ich habe mir Also gedacht, Wahrheit, ich Wahrheit, war total Authentizität. rigoros. Und ich Ja. habe absolut gesagt, schauen Sie her, Sie haben alle meine Konten gesperrt, das geht so nicht da. Also ich brauche einfach, es muss wieder was kommen. Dann hat sie gesagt, okay, hat die Bank gesagt, jede Überweisung muss genehmigt werden und ich muss jede Mhm. Überweisung begründen. Oh, wow. Ja. Und ich war rigoros ehrlich, ne? Und nach drei Mhm. Monaten ungefähr ist die Frau, die mich damals betreut hat, heruntergefahren von Innsbruck und hat gesagt, ich möchte Ihnen gerne danken, weil in all meiner Karriere ist mir das noch nie passiert. Sie haben mich nicht einmal angelogen, ne? Und wir lockern jetzt dieses gesamte Korsett, damit Sie wieder in die Gänge kommen. Und das war so der Ah. absolute Tiefpunkt von mir. Und da habe ich begriffen, das war eine Lebenslektion für mich. Ich habe begriffen, wie unfassbar desaströs Ängste sind. Ne? Weil ich war so in der Mhm. Angst. Ich war damals schon 50 Jahre alt und der drohende Konkurs, das waren ja Konkursanträge von allen Ja. Richtungen und da waren ja Offenbarungseide und so weiter, die wir da leisten mussten oder ich leisten musste. Und ich habe so gemerkt, Mensch, mit 50 in Konkurs gehen, dann bin ich sozusagen für den Rest meiner Tage erledigt, weil da dauert dann so ewig, weißt du, kommst ja einfach nicht mehr mit Taschenpfändung und all den Geschichten, die da halt im Konkursrecht sind. Und das war für mich, bin da so in die Angst gegangen und das war der ultimative Lernschritt, zu begreifen, dass wenn ich in der Angst bin, bin ich dermaßen abgeschnitten von meinen Fähigkeiten und dermaßen Mhm. abgeschnitten von der Expression, also des Ausdrucks Genau. meines Zellpotenzials, meiner Schaltkreise im Gehirn, der Qualität meines Herzens. Ich bin einfach so verengt und da habe ich begriffen, wie wichtig es ist, an dem Punkt den Stier bei den Hörnern zu packen, die Angst kommen zu lassen und aufzulösen und ein Meister darin zu werden, Mhm. nicht in die Angst zu gehen, sondern die Angst, wie soll ich sagen, fühlend zu erlösen und auf diese Art und Weise Angst in Furcht zu verwandeln und damit wird die nebulose Struktur der Angst eine konkrete Furcht vor dem, was tatsächlich passieren könnte, nämlich vor dem Konkurs. Und das hat mich völlig in eine andere Bahn gebracht. Und dann habe ich noch lernen dürfen, was es in dieser ausweglosen und mir ausweglos erscheinenden Situation bedeutet, wenn ich mich wirklich nicht äußerlich, aber innerlich gewissermaßen hinknie und, und sage, ich weiß um mich, Karl Gamper, habe aus dieser Situation keinen Ausweg. Ich sehe kein Licht, ich sehe keinen Auftrag, es ist gar nichts da. Doch ich übergebe diese Situation dem Größeren. Ne? Ich übergebe diese Situation voll und ganz und rigoros dem Größeren und sage, ich, meine Weisheit, die ohne das beschränkt ist, gebe ich auf, ich gebe alles hin und lass mich rigoros führen. Und so war es dann auch, dass wirklich so, wenn du denkst, es geht nicht mehr, kommt von irgendwo ein Lichtlein her, das ist so ein kleiner Tiroler Sager, der ist vielleicht auch anderswo bekannt, weiß ich nicht. Auf jeden Fall, es kamen so kleine Lichtlein, weißt du, und dann kam da mal so ein ganz kleiner Auftrag und da kam mal etwas und da kam mal etwas und irgendwie begann es wieder so zu fließen und irgendwann war ich wieder, wie soll ich sagen, geläutert,
doch ich war wieder so in dem alten finanziellen Fahrwasser und habe dann auch wieder größere Projekte gemacht und habe dann die Kredite, die ich dann unterschrieben habe und mit minimalistischen Rückzahlungsquoten versehen habe, damit ich, was die nicht 20 Jahre zurückzahle, die konnte ich dann in einer Geschwindigkeit zurückzahlen, die atemberaubend war. Ne? Auf jeden Fall ist es geglückt und das war so die allerschwierigste Situation meines Lebens und die habe ich jetzt geteilt. Wow. Karl, also ganz, ganz vielen Dank für diese Geschichte Gerne. und das, was wir mitnehmen können. Viele Menschen sind in dieser Situation, gerade heutzutage. Sorgen, Angst. Ähm, Du hast eine Sache gesagt, Angst in Furcht wandeln, das fand ich sehr interessant. Übrigens, ich kann ganz viel mitgehen. Ich hatte so oft auch Kontopfändungen und dies und das. Einmal wollte die KSK von mir 70.000 Euro haben, völlig ungerechtfertigt, aber das war alles schon im Verfahren und so weiter. Also es gibt viel und häufig diese Situation mit Unterhalt für Kinder und woher nehmen. Also ich bin oft in genauso Situationen gewesen und diese Lähmung der Angst, die ist ja das Problem. Ja, Ja? Und die Furcht, kannst du ganz kurz noch was über die Furcht erzählen? Was ist für dich die Furcht im Gegensatz zur Angst? ja, das ist eine gute Frage. Ich habe begriffen in dieser Zeit existenziell, nur das, ich habe das, es ist keine mentale Lektion, sondern es war eine Lebenslektion. Ich habe begriffen, dass die Angst absolut nebulös ist. Ne? Mhm. Ich hatte einfach Existenzängste, ich hatte Ja. Zukunftsängste, ich hatte das Gefühl, ich habe mein Leben vollständig verwirkt und ich habe mein Leben einfach sozusagen in meinen eigenen Ruin hineingesteuert und hineingelebt. Und ich sah in dieser Angst nur den Nebel. Ich sah in dieser Angst nur meine Lähmung. Und ich sah in dieser Mhm. Angst nur mein Unvermögen, einen einigermaßen vernünftigen Gedanken zu schaffen, zu kreieren. Ne? Ich war einfach nur gelähmt von dieser Welle von dem aus meiner Sicht hohen Betrag, der da war und verbunden auch natürlich mit diesen ganzen Offenbarungseiden und mit den ganzen Geschichten, die dann immer auch noch einhergehen. Da steht ja immer gleich der Gerichtsvollzieher vor der Tür und Ja. all diese Geschichten. Und ich habe begriffen, in dem, wenn ich in diesem Nebel bleibe, dann komme ich aus diesem Nebel nicht heraus, weil ich nirgendwo hingreifen kann. Gell? Ich kann das nicht anfassen. Der Nebel, der weicht immer zurück. Da ist einfach ein Nebel. Ich sehe da nichts. Und ich habe verstanden, dass es darum geht, diese Angst in eine ganz konkrete Furcht umzuwandeln. Und dann habe ich verstanden, aha, wer von meinen Gläubigern ist denn jetzt derjenige, der sagt, wenn jetzt nicht irgendwas passiert, dann stellen wir den Konkursantrag. Und das habe ich sozusagen, den habe ich bei den Hörnern gepackt. Ne? Den habe ich dann angerufen und habe gesagt, du pass auf, oder sie passen auf, ist ja gleich, vollkommen gleich. In der Regel in Tirol ist ja alles per Du. Ich sage, schau, wenn du mich jetzt in Konkurs bringst, dann kriegst du gar nichts. Und wenn du jetzt aber mit mir eine Vereinbarung triffst, dann treffe ich mit dir eine Vereinbarung, wo ein kleiner Zahlungsstrom beginnt, sodass ich verstanden habe, Geld will fließen und ich habe die Strömungen des Geldes begriffen. Einstrom, Ausstrom und Kreuzstrom, das habe ich einfach verstanden. Und ich habe mit allen ausnahmslos winzige homöopathische Vereinbarungen getroffen, die ich total halten konnte. Weißt du, wenn du irgendjemand 20.000 Schilling schuldest und du sagst, ich zahle da 20 Euro zurück, dann kriegt der natürlich einen Herzinfarkt. Aber wenn du sagst, hör mal, es geht darum, dass wir in einen Fluss kommen, Fluss kommen, dass wow. wir miteinander in einer Kommunikation sind, dass es mir möglich ist, aus den 20 Schillingen in kurzer Zeit von mir aus 200 und dann 2000 zu machen und dann wird es größer sein und ich werde dir das zurückzahlen. Aber jetzt geht es mir nur darum, dass wir in den Fluss kommen und dass du meinen guten Willen siehst. Ne? Und dass wir in Kommunikation sind. Und das hat ausnahmslos funktioniert, auch mit dem Finanzamt. Ne? Auch mit dem Finanzamt konnte ich letztendlich einen Termin mit dem Präsidenten des Finanzamtes vereinbaren. Das ist ja auch nicht so ohne weiteres. Aber ich habe mir gedacht, ich muss direkt zum Gott Obersten gehen und bin zum Präsidenten gegangen und habe ihm gesagt, schauen Sie her,
so, wenn Sie einfach auf meine Situation schauen, ich hatte damals 462.000 Euro, Schilling, Finanzamtschulden. Habe ich gesagt, wenn Sie auf meine Situation schauen, dann nützt nichts, weil dann werden Sie mir dann werden Sie mich halt in eine Zwangsversteigerung schicken. Wenn Sie aber sozusagen auf meine Fähigkeiten achten und wenn Sie da mit mir ein Gentleman Agreement abschließen könnten würden, ne, dann komme ich in eine andere Situation. Ich komme aus dieser Pfändungsmaschinerie heraus, ich komme aus dem dauernden Stress heraus und Sie bekommen ihr Geld wieder. Und die Alternative ist auch ganz klar, so kriegen sie gar nichts und so kriegen sie alles mit hoher Wahrscheinlichkeit nur halt zeitversetzt. Ne? Was ist denn gescheiter? Da hat er natürlich gesagt, klarerweise ist er gerade, ich habe gesagt, klar, ich weiß, es ist gescheiter, dann machen wir das so. Ne? Wir vereinbaren eine minimalistische Rückzahlung mit ihnen Wunderbar. und sobald, wenn wir sehen, das läuft, mit ihrer Zusage, sie erhöhen das, also dass es nicht ewig dauert, weil wenn dann die Rückzahlung, was weiß ich, nicht 40 Jahre dauert, das hat ja keinen Sinn. Ne? Und ich habe gesagt, das machen wir so. Dann haben wir das so vereinbart und meine Stärke war damals, dass ich das rigoros eingehalten habe. Und wenn ich es einmal nicht einhalten konnte, was auch passiert ist, habe ich das sofort Ja, kommuniziert. Sofort kommuniziert. Habe ich gesagt, ich wow. kann dieses Monat diese 200 Euro nicht zahlen. Weißt du, nachher ist es so, wie heute jemand zu mir sagt, du, ich kann jetzt die 200 Euro nicht geben. Da sage ich, na gut, dann gibst du mir sie halt nächsten Monat, Ja, oder? ja, 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 ja. Wow, also ganz wichtig, halte ich zusammen. Übrigens gleich zwei Sachen bitte. Abonniere diesen Kanal, Daumen nach oben, gerne einen Kommentar rüberschreiben, wie es dir mal in solchen Situationen ging oder auch gerade geht. Und ein Learning von Karl ist, ähm, die nebulöse Angst, das finde ich großartig. Ich kenne das auch gut. Dann kommen noch Mahnungen und dies und das und noch mehr Rechnungen und du weißt gar nicht, wo es Anfang und Ende und du siehst keine Lösung. und vor allem Und dann Zinsen und bist du verloren, dann Zinseszinsen bist du wie und im Moor. Mahngebühren. Ne? Weißt du, Ja, egal was. Es wird Zinseszinsen ja und immer noch teurer Mahngebühren. und Ja, teurer. Genau. teurer. Ja. Schau dir, das ist nicht so funktioniert es. Mach's ganz konkret. Schau dir die alle an, sortier die, leg die dahin, schau, welche ist am schlimmsten, wo gehst du vor. Strukturiert ein Problem nach dem anderen angehen, mit minimalsten, mit dem, was du kannst, nicht mit irgendwelchen Versprechungen, fand ich ganz toll. Die meisten Leute sagen, ja, ja, auch allein um gut dazustehen, ich zahle Ihnen das schon nächsten Monat, warten Sie noch mal, dann kannst du es wieder nicht. Und dann stehst du schlecht da, weil dann hast du ihm dreimal irgendwas erzählt, was nicht stimmt. Ja, lieber Ehrlichkeit und dieser Geldfluss, das finde ich spannend. Der Karl sagte, wenn ich mit dem anderen, alles ist Beziehung da draußen. Da gibt es auch einen Online-Kurs mit Karl und mir bei heilung.com, sogar mehrere. Es gibt einen, die Geldwunder heilen, ein kleiner, wichtiger Kurs. Schau es dir an auf heilung.com, ist unten verlinkt. Und auch Kommunikation, Geheimnisse erfolgreicher Kommunikation mit Kai Gamper. Schau dir es auch unten an. Auf jeden Fall, in dem Moment, wo du ein Agreement hast, eine Vereinbarung mit jemandem, bist du sofort in einem anderen Feld. Es ist nicht mehr dieser Druck, der dich noch kleiner macht, der dich noch weniger handlungsfähig werden lässt. Und du hast die Möglichkeit, in diesen Fluss des Geldes zu kommen. Und das ist ein ganz essentielles Learning heute, Karl. Ich danke dir sehr. Das Gespräch hat wieder eine ganz andere Richtung genommen, als ich das gedacht habe, aber so sollte das sein. Heute geht es um die Angst und das von ganz unten sich wieder dahin zu arbeiten, wo man hin möchte. Wunderbar. Karl, möchtest du noch einen Tipp mitgeben? Was würdest du heutzutage anders machen, nehmen wir mal an, wir bekommen die volle Rezension, den vollen Mist in Europa, was ja nicht so ganz unwahrscheinlich ist in der Situation, in der wir gerade sind. Der Euro stürzt ab, keiner hat mehr Geld. Wenn das passiert, wie gehst du damit um oder was ist der Tipp? Ja, der Tipp ist die Fähigkeit zu kultivieren, alles im Leben konfrontieren zu können, alles im Leben anschauen zu können, nirgendwo, nirgendwo in eine Vogelstrauß-Haltung zu gehen. Das heißt, genau hinzuschauen, was sehe ich, was bedeutet das für mich und wenn die Resonanz ein Nichtwissen ist, dann in diesem
wissenden Nichtwissen, wie die Zen-Leute sagen, zu stehen. Und das A und O bei meiner Situation damals, was ich da gelernt habe, das war eine radikal saubere Kommunikation und eine Kommunikation, die auf einer Ethik beruht, das sage ich absichtlich, die nicht auf der Ebene von einer Moral steht, sondern auf einer Hm, darüber gelagerten Ethik ist genau. und wo es darum geht, dem Gläubiger, der ja an uns geglaubt hat, im wahrsten Sinne des Wortes, sonst wäre das ja nicht passiert, dem zu kommunizieren, wie die Situation aussieht und dem eine Lösung vorzuschlagen, die so nach menschlichen Ermessen hundertprozentig einzuhalten ist. Und weißt du, ich habe mir erlaubt, so winzige Beträge herzunehmen, Ja, was oft geradezu kindisch war. Weißt du, wenn ich gesagt habe, angenommen jemand hat mir 20, ich hatte jemand 20.000 Euro, 20.000 Schilling zurückzuzahlen und dann habe ja, ich gesagt, ich zahle Ihnen 10, damit Sie sehen, es geht los. Und das ja. bedeutet, die Energie beginnt sich zu bewegen. Und das hat jeder verstanden. Er hat gesagt, bei den 10 wird es nicht bleiben. Aber es geht darum, dass wir in einen Fluss kommen. Es geht darum, dass die Großartig. Kommunikation auch über Geld in Verbindung bleibt. Und Mhm. dann werde ich das peu à peu und nach meinen Möglichkeiten erhöhen. Und es war natürlich auch dann spannend, weil mit all denen war ich ja in irgendeiner Form in Beziehung. Und dann habe ich gesagt, und Mhm. es könnte ja sein, dass auch Sie wieder Interesse haben, etwas mit mir zu machen. Auf die Art und Weise könnten wir auch in ein Gegengeschäft kommen. Ne? Und das war natürlich auch der Fall. Es geht einfach Mhm. darum, gescheit zu sein, in Ruhe zu sein, aus der Angst herauszukommen und ein Wort zu verwenden, das ich meines Wissens so gut wie nie verwende, in ein wirklich essentielles Gottvertrauen zu gehen, Mhm. nämlich zu verstehen, ich bin ja ein bekennender Pantheist, das bedeutet, alles ist Geist, wir sind eingebettet in einen göttlichen Geist und wir sind dieser göttlich inkarnierte Gottesfunken, der sich eben in der menschlichen Gestalt zeigt und sich dessen bewusst zu werden und wirklich mit diesem größeren Geist in einer inneren Kommunikation zu sein und das nenne ich Beten. Ne? Also nicht Mhm. irgendeinen auswendig gelernten Text runterleiern, sondern Mhm. wirklich in einer inneren Kommunikation zu sein mit dem Größeren und zu lernen, auf die Lichtsprache der Seele zu achten, diese Kodierungen zu begreifen, äh, ein synchrones Bewusstsein zu entwickeln und zu schauen, wo ergeben sich Synchronizitäten, wo kann ich, wo kann ich Zufälle provozieren, also wo könnte ich denn jemanden anrufen und sagen, hättest du, würde dich das interessieren, Mhm. ist das was für dich, könnte das ein Nutzen für dich sein, auf diese Art und Weise einfach gut und wahrhaftig, das Wort ist mir jetzt ganz wichtig, spielen. Ne? Sodass wir in einen spielerischen Bewusstseinszustand kommen, die Dinge nicht so ernst nehmen und sagen, so heiß wie gekocht wird, wird nicht gegessen. Genau, genau. Wunderbar. Vielen Dank für das Abschlusswort. Als letztes noch, der Karl und seine Frau haben einen wunderbaren Online-Shop mit selbst kreierten Produkten. Ich liebe sie. Nicht, sie sind besonders und einmalig. Er heißt Sein Shop. Karl, was bietet ihr an? Ganz kurz, zwei Produkte. Es ist eine Riesenpalette an Geschenkideen, an die Hausdingen, die man gerne hinstellt. Wunderbare Kerzen mit Signs, mit Zeichen drauf. Was ist noch? Was würde man als Mann gerne bei dir shoppen? Ich denke, dass es als Mann wunderschön ist, wenn Männer so in die Fitness kommen, sich eine wunderschöne Seinkerze hinzustellen, weißt du, wo drauf steht, wir und jetzt zum Beispiel, oder ich, das, ich sehe, was ich wissen muss. Das ist so etwas, was Männer gerne kaufen. Oder auch Vertrauen oder so etwas wie Mut oder beispielsweise auch Kissen haben wir für Männer. Ich sitze so gerne auf solchen Kissen drauf, wo Stille Mhm. draufsteht oder wo Mut draufsteht. Stille. Und das ist etwas, was wirklich für Mhm. Männer gedacht und geeignet ist. Es gibt es auch einen ganz eigenen Männermaler, das finde ich auch spannend. So einen Maler Mhm. mit großen Perlen, weißt du, wo unten so ein Silbermedaillon hängt, auf dem steht dann drauf Mut. Und das ist schon etwas Wunderschönes, wenn wir begreifen, dass wir frequenzspezifische Wesen sind und Genau. alle unsere Produkte haben eine enorm hohe Frequenz. Sie sind also ganz oben in der Absolut. Bewusstseinsschicht.
Skala von Hawkins und sind kodiert auf Stille, auf Freude, auf Dankbarkeit, auf Jetzt, auf Mitgefühl und das ist schon etwas, was wunderschön ist. Dankeschön. Super, super. SIGN, wie das englische Wort für Sein und Haben Shop wir unten Tirol. verlinkt, Karl. Haben wir Danke. verlinkt. Schaut in Dankeschön. dem Link unten. Danke. Wunderbar. Vielen, vielen Dank, lieber Karl. Vielen Dank fürs Zuschauen bei Mail Jungle für den erwachten Mann. Das ging heute um ein spannendes Thema und das wird bestimmt nicht das letzte Gespräch mit dem Karl Gamper sein, einem guten Freund von mir. Wir werden nochmal in die Ekstase-Richtung ein Interview führen, Mann und Ekstase, und auch nochmal auf das Erwachen und Aufwachen spezifisch eingehen. Also, Thumbs up, abonnieren, Glocke klicken und bis bald. Danke, Karl. Dankeschön. Danke.